Hallo meine lieben Strickerinnen, ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge von Stricken mit Calypso. Ich bin Calypso und auf diesem Channel gibt es vor allem ganz viel Stricken. Darauf freue ich mich heute, denn ich habe ganz viel für euch mitgebracht. Ich hatte auch die letzten Tage Zeit zum Stricken, denn ich war erkältet und ich hoffe, man hört mir das nicht zu sehr an. Ich habe das Gefühl vielleicht ein bisschen, weil der Tag erst anbricht und meine Stimme noch nicht warm ist. Ich hoffe, man hört mir das nicht zu sehr an und man sieht es auch nicht zu sehr, dass ich noch ein bisschen schwach bin. Aber ich konnte es kaum erwarten, noch ein Video für euch aufzunehmen, bevor ich nach Barcelona fliege. Und verzeiht mir, wenn ich einen Salbei-Bonbon im Mund habe. Aber ich denke, es wird schon alles gut gehen und wir werden eine schöne Zeit zusammen haben. Ich wollte nämlich unbedingt, bevor ich zum Barcelona Knits Festival fliege, wo ich euch auch herzlich einlade, euch mit mir zu treffen oder mich anzusprechen, wie auch immer. Wenn unter euch auch andere Leute hinfliegen, dann können wir uns da gerne treffen oder einfach connecten, das wäre super schön. Dann einfach gerne melden. Und ja, aber bevor ich eben auf dieses Abenteuer fliege, wollte ich gerne die Gewinnerin des Gewinnspiels verkünden. Genau, ich blende hier unten ihren Namen ein, ich bin noch nicht ganz wach. Und ja, bitte schreib mir eine E-Mail, wende dich an mich oder schreib mir bei Instagram, damit wir uns austauschen können und du deinen Preis bekommen kannst. Der Preis, für die neugierig sind, ist das Garn, um dieses Set zu stricken. Winterblume. Das ist dieser Schalkragen mit dieser Mütze. Mit einem schönen Colorwork-Muster, schöne Blumen drauf. Es gibt entweder dieses Modell, das etwas mehr so Frauengröße hat. Und es gibt noch ein anderes Modell für Herren sozusagen, das einfach etwas größer ist und ein bisschen andere Muster hat. Das findet ihr auch auf meinem Ravelry, beide Designs. Und genau, die Gewinnerin bekommt jetzt das Garn von mir, um entweder oder Winterblume oder Wintergarten nachstrecken zu können. Also ich freue mich und ich finde, dieses Set ist noch ein tolles Weihnachtsgeschenk. Also falls ihr noch auf der Suche seid nach einem Weihnachtsgeschenk, kann ich euch das empfehlen als gestricktes Geschenk. Genau. Dann, wie ihr seht, habe ich ein fertiges Objekt an. Und das wollte ich einfach mal machen. Das funktioniert nicht ganz. Ich lasse hier die ganzen Fäden durch die Gegend fliegen. Und zwar sind das alle Fäden, die ich vernäht habe von diesem wunderschönen Colorwork Pullover. Das ist ein Modell von Mary Wallin aus diesem Buch Cherish. Und ja, ich bin super zufrieden damit, da ich jetzt zu Hause war und krank die meiste Zeit und von zu Hause dann gearbeitet habe, habe ich diesen Pullover die ganze Woche angehabt, seitdem er fertig ist. Und genau, ich habe ihn nicht mehr ausgezogen, außer zum Schlafen. Ich habe den aus der Rovenfelted Tweed gestrickt und dieses Garn ist einfach super schön. Ich mag die Zusammensetzung, da ist glaube ich Alpaka, Viskose und Wolle drin. Die Farben sind einfach traumhaft schön und passen richtig gut zusammen. Das Muster kommt einfach sehr, sehr schön zur Geltung und es ist super leicht. Also es ist ein Pullover, der wirklich sehr warm hält und sehr angenehm ist zu tragen. Auch jetzt habe ich gerade nur einen Top drunter, also liegt direkt auf der Haut. Obwohl dieses Garn ja eher einen rustikalen Charakter hat, finde ich das angenehm, direkt auf der Haut. Und es ist einfach sehr, sehr leicht. Also wenn man nicht so einen super dicken, schweren Pullover haben möchte, dann ist das auf jeden Fall ein Garn, das ich empfehlen kann. Außer, dass ich gefühlt 1 Million Fäden vernäht habe, mehrere Abende hintereinander, kann ich noch dazu sagen, dass die Ärmel, wie erwartet, etwas zu lang geworden sind, weil die so ungefähr so 3-4 Zentimeter vielleicht etwas lang sind. Also die kommen mir bis zum Anfang der Finger. Ich habe ihn auch schon gewaschen und
gespannt, kann man jetzt nicht wirklich sagen, aber ich habe ihn auf jeden Fall gewaschen und so zum Trocknen hingelegt. Und ja, da sind die Farben einfach nochmal schön rausgekommen und das Garn hat sich so, ist einfach nochmal schön aufgeblüht. Und genau, die Ärmel sind jetzt einfach zu lang, das hatte ich ja auch erzählt, dass ich das nicht so gut beschrieben fand in der Anleitung, dass eben die Zunahmen hier unterm Arm immer nur eine Zunahme gemacht wurde, statt 2 und wie ich das regulär kenne und auch selber in meinen Designs mache. Genau, und deswegen war es schon so zu erwarten, dass die Ärmel zu lang werden würden. Aber das finde ich nicht so schlimm. Ich habe keinen Pullover, der so überlange Ärmel hat. Und deswegen ist es ganz angenehm eigentlich, wenn ich zum Beispiel Fahrrad fahre und meine Handschuhe nicht dabei habe, dann kann ich einfach die Ärmel so drüber ziehen. Und das ist ganz gut. Und außerdem finde ich es auch, dass es lässig aussieht, wenn man die Ärmel so zurückkrempelt. Das finde ich, sieht ganz cool aus auch. Und der Pullover ist ja allgemein, also diese Top-Down-Pullover mit der Rundpasse, die haben ja keine richtige Passform. Die sind ja nicht richtig auf den individuellen Körper zugeschnitten oder so. Deswegen fallen die ja eher so ein bisschen lässig. Und dann ist es auch okay, wenn die Ärmel so zu lang sind und einfach... Also es sieht schick aus und elegant, dank der ganzen Farben und der Rundpasse, die einfach sehr, sehr schön ist. Aber gleichzeitig sieht er auch ziemlich lässig aus. Und genau, deswegen trage ich jetzt auch gerade eine Jogginghose, wie schon die letzten Tage, weil es mir eben nicht so gut ging. Also verzeiht mir die Jogginghose, aber dieses dunkelblau passt auch gut zu dem Pullover. Genau. Also ich hatte auch einiges übrig von diesem Garn, weil in der originalen Anleitung von Mary Wallin, sie benutzt ihre eigenen Garne, die ich jetzt aber nicht benutzen wollte, weil die zu teuer sind, schwer zu bekommen sind aus England und ich dieses Garn eben schon kenne, die Woven Felted Tweed und gut finde und deswegen habe ich die nochmal gekauft, weil die für mich ich die leicht bekommen kann bei der Wollnerin hier in Schöneberg in Berlin. Genau, das heißt, ich hatte 50 Gramm Knäuel statt 25, wie hier in dem Original vorgesehen ist. Aber das Gute daran ist, dass sie in ihren Designs natürlich die Farben sich wiederholen, weil es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl an Designs, an Farben und deswegen benutzt sie sie wieder oder man kann sie auch ganz gut ersetzen, weil eben alle Farben gut miteinander harmonieren. Und deswegen habe ich Lust, mir noch diesen hier zu stricken. Diesen Cardigan, der heißt Beta. Und den finde ich auch super schön. Und ich habe nicht so viele Cardigans. Ich habe mir die Anleitung da auch schon durchgelesen. Und ich muss sagen, ich bin nicht so überzeugt von diesen Anleitungen. Ich finde die nicht so gut gemacht. Weil zum Beispiel bei dem hier muss man ja das... im besten Fall Staking machen, also diese kleinen Brücken sozusagen stricken, an denen man dann aufschneidet vorne am Cardigan und an den Ärmeln, wenn man nicht hin und zurück im Vereil stricken möchte, sondern eben nur in der Runde. Und das ist zum Beispiel gar nicht erklärt so richtig, also das muss man sich selber erschließen. Oder ich muss die Anleitung nochmal lesen. Aber wie gesagt, also ich bin nicht so, obwohl es eben Mary Wallin ganz lange für Woven gearbeitet hat und ja, ist sozusagen die zu den Besten gehört, finde ich das hier ja gut, aber es könnte besser sein. Genau, also ich hatte, wie gesagt, einige von diesen Farben übrig und mir hat jetzt dann einfach diese Hauptfarbe gefehlt. Das ist die Originalfarbe bei Mary Wallin, geht mehr so ins beige-kamelfarbene. Genau, das sieht man hier nicht so gut, das sieht auf dem Foto auch mehr aus wie hellgrau oder so. Aber genau, auf jeden Fall passen ja alle Farben zusammen und ich hatte noch ziemlich viel von der hier übrig, die hier auch vorkommt. Ziemlich viel, 1,5 Knäuel oder so. Und dann dachte ich, ich mache das hier einfach zur Haupthintergrundfarbe und benutze dann einfach all die übrigen Farben hier. Dann habe ich hier 2 Knäuel umgetauscht, die ich übrig hatte. 2 ganze Knäuel und mir dann noch 2, 3 nachgekauft. Und mit den ganzen Farben, die ich übrig habe, werde ich eben dieses andere Design stricken irgendwann. Ich weiß noch nicht wann. Aber genau, also die Farben treffen jetzt nicht 100% aufeinander zu. Und es kann auch sein, dass ich dann eine Farbe aus diesem Beta-Design mit 2 Farben, von denen ich hier habe, ersetze. Also zum Beispiel, wenn es im Beta-Design ein Grün gibt,
Ich aber nicht genug habe von dem einen Grün, dann werde ich es eben mit beiden ersetzen und dann wird es noch ein bisschen bunter. Das finde ich eigentlich eine schöne Idee. Also, und dann wird es ja aufgebraucht und ich kann noch ein bisschen mehr Colorwork demnächst stricken. Ja, also ich bin super zufrieden mit diesem Pullover. Nächstes fertiges Objekt ist mein toller Pullover aus der Gotlandwolle. Den hatte ich euch letztes Mal gezeigt. Da hatte ich ja, hat mir noch ein Ärmel gefehlt, der noch nicht ganz fertig war und jetzt ist er fertig und ich finde ihn wirklich, wirklich toll. Den habe ich jetzt, während ich hier zu Hause war, nicht so viel getragen, weil der einfach super warm ist. Und das ist mehr so ein Outdoor-Pullover. Aber ich habe ihn schon anprobiert und auch Fotos gemacht. Vielleicht füge ich euch hier eins ein. Und ich bin super glücklich damit. Vielleicht ziehe ich den einfach kurz an, damit ihr sehen könnt, wie es geworden ist. Da ist er. Ich fussel im Mund. Aber ja, er sieht gut aus. Er sitzt gut. Also einfach dieses Rippenmuster ist super, super gut. Es schmiegt sich automatisch dem Körper an, ohne dass ich irgendwelche Abnahmen oder so gemacht hätte. Ich hätte hier vielleicht an den Seiten welche machen können, um Garn zu sparen, aber also es schmiegt sich einfach an, das ist gar nicht notwendig. Und das Garn ist toll, es sieht schick aus und man kann ihn, wie ich es mir gewünscht hatte, auf beiden Seiten tragen. Also ich kann ihn jetzt umdrehen. Jetzt habe ich die linken Maschen, sind hier jetzt nicht prominent, aber wenn ich den einfach andersherum trage, dann werden die linken Maschen eben prominent und das finde ich ganz schön. Diesen hohen Kragen finde ich auch toll und das Design ist so einfach zu stricken, das ging super schnell, deswegen überlege ich, ob ich vielleicht eine Anleitung daraus mache. Jetzt noch nicht jetzt bald, aber vielleicht für den nächsten Winter wäre das eine ganz schöne Idee. Also wenn ihr da Lust drauf habt, dann sagt mir gerne Bescheid. Dieses Gotland-Garn ist von Lüke Sheep Farm, also von Patricia heißt sie mit Vornamen. Sie hat ihre eigenen Schafe, sie ist Schäferin und da habe ich das Garn bekommen, also wirklich ein traumhaftes Garn aus Deutschland. Und ich habe auch 270 Gramm übrig, also die lief einfach super, super weit. Ich hatte nämlich 600 bestellt. Ich glaube 500 oder 600, habe ich jetzt gerade vergessen. Ich glaube aber 600. Ja. Und das heißt, ich habe fast die Hälfte noch übrig und ich könnte theoretisch nochmal so einen Pullover stricken, aber das fände ich ein bisschen langweilig und verschenken will ich den dann auch nicht unbedingt, weil es ein Garn ist, was man schonend behandeln sollte und das können einfach nicht so viele Leute oder wissen einfach nicht so viele, wie man das macht. Menschen in meinem Freundeskreis auf jeden Fall. Deswegen überlege ich, ob ich vielleicht eine Weste noch stricke. Oder ich dachte vielleicht auch eine Hose, also so lang wie sie halt eben werden kann, so bis zu den Knien vielleicht. Und dann kann ich die mit Leggings drunter tragen und mit Stiefeln. Ich glaube, das könnte auch cool aussehen. Und auch eben mit diesem Rippenmuster. Weil ich wünsche mir schon länger so eine gestrickte Hose, aber eine Hose stricken ist einfach super viel Arbeit. Aber dieses Garn ist halt ziemlich dick und also eigentlich ist es DK-Garn, aber dadurch, dass es so flauschig ist, läuft es super weit und es ging einfach super schnell, diesen Pullover zu stricken. Deswegen, ich habe noch nie eine Hose gestrickt. Warum nicht? Statt nochmal einen Rock. Fände ich eine Hose eigentlich eine schöne Idee, einfach vom Bund nach unten, damit ich ganz sicher weiß, wie lange das Garn einfach reicht. Und ja, mal sehen, das könnte eine Option sein. Aber den möchte ich auf jeden Fall nochmal stricken, denke ich, in einem anderen Garn, einer anderen Farbe. Und eben vielleicht die Anleitung dazu machen nächstes Jahr. Also, ja, auf welche Farbe hättet ihr Lust? Also, Grau ist eigentlich gar nicht meine Farbe, aber ich wollte unbedingt dieses Gotland-Garn verstricken und das ist eben von Natur aus grau. Man kann es vielleicht auch färben, mit Sicherheit, aber ich wollte das so Natur haben. Das hat mir gut gefallen. Aber wenn ich den eben nochmal stricke, dann bestimmt in einer anderen Farbe und vielleicht habt ihr ja da Empfehlungen, welche Farbe ihr gut findet oder ihr euch wünscht, die ich zu sehen. Ja, ich trinke mal ein Stück Tee. Ich glaube, ich habe alles erzählt zu diesem Pullover. Vielleicht ziehe ich ihn nochmal kurz andersherum an, damit ihr seht, wie reversibel er ist. Denn er hat nämlich keine Nähte. Nein, weil ich habe nämlich die Maschen für die Ärmel hier aufgenommen und runtergestrickt. Und hier habe ich mit der 3-Nadeltechnik abgekettet, aber mit Absicht außen, damit es eben so ein Designelement wird.
Und genau, das heißt, er hat keine Nähte und die Fäden, die ich vernäht habe, die sind so gut versteckt in diesem flauschigen, haarigen, dass der einfach perfekt reversibel ist. Und je nachdem, was für Präferenzen man hat, ob man lieber rechte Maschen mag oder linke Maschen, es gibt ja so ästhetische Vorlieben. Ich mag lieber rechte Maschen persönlich, finde ich ästhetischer als linke Maschen, aber trotzdem, ja, ich ziehe es mal kurz um. Voilà, so sieht er umgekehrt aus. Also hier kommen eben die rechten Maschen, poppen richtig schön raus und die linken Maschen sind dann so im Hintergrund. Also ich finde das so auch super stylisch und wie gesagt, man sieht hier jetzt keine unschönen Nähte oder sowas, sondern es ist einfach alles gerade zum Style, zu der Fertigstellung dazu. Und ja, geht also beidseitig, je nachdem, worauf man Lust hat, was man schöner findet. Ja. Und so. Mehr habe ich dazu nicht zu erzählen, also mache ich dann gleich weiter mit dem nächsten Projekt, das ich euch letztes Mal auch schon gezeigt hatte und da bin ich ganz gut vorangekommen. Ja, bei diesem Pullover von Mary Wallin ist mir noch eine Sache aufgefallen, die ich anders gemacht habe, und zwar hier den Halsausschnitt. Denn in der Anleitung sind auch keine verkürzten Reihen vorgesehen. Und das fand ich auch ein bisschen schade, dass hinten am Halsausschnitt keine verkürzten Reihen vorgesehen sind, um den Rücken einfach ein bisschen höher zu haben als hier vorne. Und der Pullover dann einfach besser fällt auf den Schultern. Ja, die habe ich dann eben noch integriert. Und was ich auch noch anders gemacht habe, ist, dass mein Halsausschnitt hier in diesem Türkis ist und ich eben nicht eine dieser rosanen Kontrastfarben verwendet habe, weil ich glaube, ich einfach nicht mehr genug davon hatte. Und ich wollte aber auch nicht eine Kante, so eine kantige Linie zwischen dem Fair-Isle-Muster, dem Colorwork-Muster und dem Halsausschnitt haben. Deswegen habe ich dann selber mir hier noch Zacken, also nicht ausgedacht, aber einfach nachgemacht von einem anderen Muster hier, um hier so einen schönen Übergang zu haben. Und am Ende dieses Türkisblaue hier zu haben. Also der Halsausschnitt hier ist bei mir etwas anders gemacht. Ich habe das Muster eben ein bisschen anders gemacht und eine andere Farbe verwendet und hinten noch verkürzte reingestrickt. Ja, verkürzte Reihen, wenn ihr noch nie welche gemacht habt, macht es auf jeden Fall. Es hilft sehr, um Kleidungsstücke anzupassen an eure persönliche Figur, weil jeder hat einfach einen besonderen, schönen Körper und ja, verdient passende Kleidung zu tragen. Ich habe eine kurze Pause gebraucht, ich bin wieder da, aber mir ist aufgefallen, ich habe keine Hustenbonbons mehr. Also mal sehen, wie es läuft. So, das nächste Projekt, was ich habe, ist dieser Slipover, den ich mir selber ausgedacht habe. So, da bin ich gerade. Letztes Mal hatte ich, glaube ich, Vorderteil und Rückenteil fertig. Ich habe Vorderteil und Rückenteil identisch gestrickt und dann oben mit der 3-Nadel-Technik an den Schultern zusammengestrickt, nachdem ich verkürzte Reihen für die Schultern gemacht habe. Und was ich jetzt seit dem letzten Mal gemacht habe, ist es, hier unten die Kante umzuklappen, damit hier so ein Schlauch entsteht. So, hier habe ich also einen Schlauch gemacht, indem ich das einfach umgeklappt habe und hier zusammengenäht habe auf beiden Seiten. Und genau, auf der anderen Seite hier auch. Und dann habe ich diese 2 Bänder gestrickt, die hier so rausgucken. Und auf der einen Seite habe ich es jetzt schon zusammengeknotet, aber das kann man ja auch einfach aufmachen, um eine Schlaufe hier zu haben. Und das habe ich mit dem Schoppel Zauberball gestrickt. Das habe ich jetzt schon aufgebraucht, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Vielleicht füge ich euch ein Foto ein, wenn ich eins finde. Genau, also das eine Band habe ich ziemlich lang gestrickt und da habe ich einfach 7 Maschen angeschlagen und eins rechts, eins links im Rippenmuster gestrickt. Und da habe ich das Garn doppelt genommen. Das heißt, das hier ist ein bisschen steif und ziemlich dick geworden. Für das zweite Band hatte ich dann nicht mehr so viel Garn, also habe ich dickere Nadeln genommen und das dann doppelt genommen mit dieser Mohair-Wolle von Rowan, das ist die Kitzel Case, aber nur an dem einen Ende, weil hier habe ich das noch doppelt gehalten mit der Schoppel, die Schoppelwolle doppelt gehalten und hier hatte ich keine Schoppelwolle mehr,
Also habe ich das mit der Mohair-Wolle doppelt gehalten. Und das heißt, dieses Band auf der anderen Seite ist viel elastischer und mehr so plüschig, wenn man das so sagen kann. Hier, das ist mit dickeren Nadeln einfach gestrickt. Das andere ist hier viel steifer und dicker einfach sozusagen. Genau. So sieht das Slip-Over gerade aus. Und was ich dann noch gemacht habe, ist hier an den Seiten Maschen aufgenommen. Das Mohair habe ich dann hier doppelt genommen, weil ich eben noch so viel davon habe. Und die Idee war eigentlich, das aufzubrauchen. Erst dachte ich, ich mache etwas richtig so durchsichtige wie kleine Flügelärmel. Und dann dachte ich, aber ich habe noch so viel Mohair. Ich nehme das auch doppelt und ich finde, es passt auch besser zu dem Körper, ehrlich gesagt. Das ist eben, weil der Körper ist nicht so fein und einfach nicht so fein gestrickt sozusagen. Es ist eher ein dickerer Stoff geworden. Deswegen finde ich, dass dieser dickere Mohairstoff auch besser dazu passt. Und ich habe hier also an den Seiten Maschen aufgenommen und dann hier progressiv abgenommen, um diese Schräge hier zu erhalten. Und hier für die Schultern habe ich hier oben noch verkürzte Reihen gemacht, deswegen sieht man hier, dass es dann so absteht. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann, die Form. So. Und damit ich sozusagen die kleinen Flügel auf den Ärmeln habe, auf den Schultern habe. Mal sehen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das hier unten zunähe oder nicht. Keine Ahnung. Also die eine Seite ist jetzt fertig, jetzt fehlt mir noch die zweite Seite und dann vernähe ich die Fäden und dann ist es fertig. Ich ziehe das ganz schnell drüber, damit ihr das besser begutachten könnt, weil so ist es, glaube ich, schwer sich vorzustellen. Überall Fäden. So. Also man sieht hier diesen kleinen Ärmel, der hier so schön hoch steht über meiner Schulter. Sieht aus wie ein kleiner Flügel. Und die Idee ist dann eben hier an den Seiten zu knoten, dicke Schlaufen zu haben. Hier und hier. So. Genau. Und natürlich werde ich das nicht bauchfrei tragen, sondern die Idee ist eine Bluse oder etwas auf jeden Fall mit Ärmeln und was drunter eben rausguckt. Also die Idee ist es, Layering damit zu machen. Das heißt eben mehrere Schichten wie eine Zwiebel anzuziehen. Und das hier hat eben Mohair und Mohair hält ja super, super warm. Deswegen ist es ein ganz guter Seelenwärmer. Nennt man das Seelenwärmer? Genau, also es ist ein Slip-Over, der meine Seele dann wärmt. Und genau, also ich würde dann einfach eine Bluse oder so drunter tragen. Ja, so sieht das dann im Moment aus. Hier kommt dann noch der zweite Flügel hin. Und ja, so, das kann man also alles sich so selber ausdenken, wenn man einfach Garn übrig hat und nicht so viel und was mache ich damit. Und ja, das ist so eine Idee, was ihr machen könnt, wenn ihr nicht so viel Garn mehr habt von einer Sorte. Ich ziehe mich wieder um. Ja, weiter geht's. Also, wie gesagt, ich war ja eben krank und habe deswegen was Neues angefangen. Aus diesem Garn. Diese schön warm. Sieht man die gut. So, das ist die Thun Peer Gynt von Sandnes Garn. Ich stricke zum ersten Mal mit Sandnes Garn. Ich hoffe, ich lüge nicht. Oder zum zweiten Mal allerhöchstens. Aber dieses Garn hatte ich mir eben schon fast vor einem Jahr, also im Januar 2023, auf meinem Trip nach Schweden gekauft. Und genau, wie soll ich anfangen? Die Inspiration ist ein Design von Georgia Farrell. Ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig gesagt, sonst schreibe ich den hier unten nochmal rein. Und ich füge euch auch ein Foto ein von dem Design, das mir so gut gefallen hat und mich inspiriert hat, aber ich wollte das nicht gerne so nachstricken.
weil das Design ist sehr asymmetrisch und was gut ist. Und wie gesagt, es hat mir super gut gefallen, aber ich wollte es nur als Inspiration verwenden. Ich kann nicht erklären, warum, ist einfach so. Und ich habe auch mehr gekauft als das. Da drüben liegen noch, ich glaube, 2 Knäuel von dem. Also nicht ganz Knäuel und ein bisschen, ich weiß nicht. Also das sind auf jeden Fall alle Farben. Plus ich wollte eben das Doppelstricken mit diesem Mohair zum Teil. Und ich wollte Intarsia machen, weil das Design hat ja auch Intarsia. Ich wollte das gerne ausprobieren mit dem Doppelstricken, mit dem Mohair, weil ich das noch nie gemacht hatte. Ich habe das, nicht, dass ich mich erinnern kann. Genau, deswegen habe ich das erst mit dem Slipover ausprobiert. Das hat mir gut gefallen. Zu diesem Garn kann ich sagen, das ist 100% Wolle. Also es ist ein schönes Garn. Das hat mir im ersten Moment sehr gut gefallen. Und weil es 100% Wolle ist, es ist nordische Wolle. Und Sandnes-Garn sieht man ja viel. Also viele stricken damit. Die Lauflänge ist auch gut. 200 Meter auf 50 Gramm. Also sie läuft sehr weit. Aber als ich angefangen habe damit zu stricken, war ich erst ein bisschen skeptisch, weil sich das angefühlt hat wie eine Kordel. Und das liegt vielleicht daran, dass anders versponnen ist. Also es gibt ja verschiedene Arten zu verspinnen, entweder im langen Auszug oder im kurzen Auszug, aber da werde ich jetzt nicht reingehen. Auf jeden Fall hat sich dieses Garn mehr angefühlt wie eine Kordel. Es hat sich ein bisschen hart angefühlt und nicht so schön. Also es hat sich mehr angefühlt nicht mit so einem schönen flauschigen irgendwie Garn zu stricken, das so einfach so flauschig ist und so ein bisschen Elastizität in sich hat und so zurückbounced, so ein bouncy Garn ist es nicht. Und es liegt vielleicht auch daran, dass ich eben gerade von diesem Woven Felted Tweed so verwöhnt war und da ein anderes Gefühl in den Fingern in dem Moment gewöhnt war und auch von diesem flauschigen Garn, das so rustikal ist, auch so ein anderes Gefühl hatte. Und genauso damit, das ist auch super flauschig und weich. Deswegen waren meine Hände gerade anders programmiert. Und als ich angefangen habe, damit zu stricken, war ich erst ein bisschen so, fühlt sich nicht so gut an. Aber genau, das hat sich jetzt mittlerweile gelegt. Und das ist ein super schönes Garn, also ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Es läuft so weit, dass ich einfach zu viel davon habe. Aber ich bringe es jetzt mal auf den Punkt. Ich zeige euch einfach, was ich jetzt gestrickt habe. Tada! Ja, was soll ich sagen? Also, ich wollte Intarsia machen. Ich wollte diese Farben eben auf unterschiedliche Arten miteinander kombinieren. Und ich wollte Bobbles machen. Das ist mir aber erst weil ich habe das 2-mal oder 3-mal angeschlagen, um hier unten das Bündchen zu bekommen. Wie ihr seht, habe ich ein bisschen kraus gestrickt und dann kleine Bobbles gemacht und dann, ich glaube auf Deutsch heißen die Noppen. Genau, und ich habe das jetzt gestern gewaschen und gespannt. Tatsächlich, es riecht auch gut nach diesem Soak, damit ich euch das genau gut zeigen kann, weil sonst hat sich das jetzt einfach nur eingerollt in sich selber, weil es eben als glatt rechts gestrickt ist. Mit Ausnahme von ein bisschen Rippen hier und da und den Bobbles. Und sonst habe ich die Farben eben mit Intarsia, habe ich einfach Lust gehabt, unterschiedliche Formen zu machen. Und hier und da dieses Mohair mit einzustricken. So wie hier bei diesen 2 Dreiecken habe ich Mohair doppelt genommen. Und hier bei diesem langen mittleren Streifen habe ich auch mit Mohair doppelt gestrickt. Und hier die komplette Schulter. Und hier entlang habe ich zum Beispiel Bobbles gemacht am V-Ausschnitt. Genau, ich glaube, ich lasse den V-Ausschnitt so. Ich dachte am Anfang, vielleicht mache ich vorne einen V-Ausschnitt und hinten einen runden Ausschnitt. Dann kann man das reversibel tragen. Aber dann habe ich meine Meinung geändert, weil ich diesen V-Ausschnitt einfach so ziemlich sauber finde. Und ich werde da auch nichts mehr ranstricken. Ich lasse es einfach so. Also ich ziehe es erstmal an, ich stricke erst die Ärmel und mache das fertig und schaue dann. Und dann kann ich auch
immer noch entscheiden, ob ich hier am Halsausschnitt noch etwas anstricken möchte oder nicht. Aber Rippen sollen es auf keinen Fall sein, weil dieses Teil wird einfach keine Rippen bekommen. Vorne und hinten sind unterschiedlich. Ich glaube, ich werde es tatsächlich endlich geschafft haben, etwas zu stricken, was ein bisschen oversize ist. Das hier ist ja auch so leicht oversize für mich, obwohl ich die kleinste Größe gestrickt habe. Und ich nehme mir öfters vor, so etwas zu stricken, was einfach locker groß sitzt. Aber ich kriege es nie auf die Reihe, weil ich immer Angst habe, nicht genug Garn zu haben. Aber hier habe ich einfach ziemlich schnell gemerkt, das läuft ziemlich weit, das Garn. Und besser, ich möchte das hier lieber ein bisschen zu groß stricken, als dass es knapp sitzt. Also ich ziehe das nochmal so über die Kamera. Das ist eine Seite und das ist die andere Seite. So, wie gesagt, der V-Ausschnitt ist so sauber gearbeitet, die Abnahmen, dass man es theoretisch so lassen könnte. Und was jetzt noch kommt, ist, dass ich die Ärmel anstricke. Da werde ich direkt einfach Maschen hier aufnehmen an den Ärmeln und die auch so ein bisschen fantasievoll stricken wie das hier. Ich weiß noch nicht genau, wie lang ich die Ärmel mache. Ich habe auf jeden Fall genug Garn, um die bis zum Handgelenk zu machen. Aber die hätte ich dann schon gerne mit Abnahmen, dass sie dann etwas anjustiert sind und nicht komplett gerade runter. Ja, mal sehen. Ihr könnt gespannt sein. Auf jeden Fall ist es ein Fantasieteil von mir. Und ich freue mich drauf, das auf meiner nächsten Reise mitzunehmen, weil es ist nämlich auch so leicht und dünn, das Garn. Und ich glaube, das kann man in verschiedenem Klima gut tragen. Also es kann auch ein bisschen wärmer sein oder ein bisschen kühler. Und ich glaube, das würde einfach gut passen, wenn ich unterwegs bin, dass es warm hält, aber nicht zu warm. Ich ermutige euch ja immer, glaube ich, euch einfach eine Inspirationsquelle zu nehmen und dann spontan zu stricken. Bei diesem Teil, das ist auch nicht kompliziert. Das Schwierigste in Anführungsstrichen sind vielleicht, dass die Abnahmen schön gelingen, dass sie sauber aussehen am Halsausschnitt. Und das kann man aber immer noch hinterher verstecken, indem man was anstrickt. Und die verkürzten Reihen, die ich an den Schultern gemacht habe. Sonst ist wirklich gar nichts schwierig. Und Intarsia ist auch wirklich, wenn man noch nie Colorwork gestrickt hat, aber mit mehreren Farben irgendwie experimentieren möchte, dann finde ich, ist Intarsia ein guter Einstieg, weil man da einfach nur die Fäden verkreuzt und fertig. Das war's. Und da dieses Garn so dünn ist, finde ich das auch gut, nachher die Seiten und die Ärmel zuzunähen, weil Nähte geben der ganzen Sache etwas Halt und Form und dann sitzt es besser am Körper. Also ich bin gespannt, wie es dann aussieht, wie es fällt, weil es ja so ein Drop-Shoulder ist und ja, wie gesagt, ich bin gespannt mit meinen Experimente. Eine letzte Sache, und zwar hatte ich ja im Oktober Geburtstag. Meine Kolleginnen von der Arbeit waren wirklich sehr großzügig mit mir. Wir wünschen uns Sachen oder versuchen irgendwie den Kollegen im Team zu kommunizieren, was wir uns wünschen, damit wir nicht irgendwas geschenkt bekommen. Und deswegen habe ich meiner Kollegin zugeflüstert, dass ich mir gerne einen Wollgutschein wünsche, entweder von da oder da oder da. Und dann hat sie ausgesucht, von wo. Und ich habe ganz tolles Garn bekommen von Dererum Natura. Garn, das ich auch schon länger ausprobieren wollte. Und das ist, glaube ich, schon populär oder ziemlich bekannt. In Deutschland weiß ich nicht, aber in anderen Videos, die ich so gucke, auf Französisch natürlich, da ist das Garn bekannt oder auch auf Spanisch. 5 Knäuel von dieser hellen Farbe und 3 Knäuel von dieser Auberginenfarbe. Das Garn heißt Ulysse, also Odysseus. Und einerseits, also erstens ist es das Garn, was mir am meisten gefallen hat von denen, was ich unbedingt ausprobieren wollte und auch in meinem Budget lag, weil sie haben auch etwas teurere Garne und das fand ich jetzt so eine Mittelklasse, was die von Dererum Natura. Und dieses Garn heißt Ulysse, also Odysseus, und ich heiße ja Calypso. Deswegen habe ich mich schon sehr verbunden gefühlt mit diesem Garn. Wenn ihr die griechische Mythologie kennt oder die Odyssee, dann versteht ihr warum.
Genau, auf jeden Fall ist das ein kardiertes Garn und ich war positiv überrascht, als ich das bekommen habe, denn auf der Webseite kann man das ja nie so genau beurteilen. Und es ist kardiert, das heißt, und nicht gekämmt, das ist ein Unterschied, weil bei kardiertem Garn ist dann mehr Luft, das Garn ist dann luftiger und etwas bounciger sozusagen. Und es hat wirklich diesen rustikalen Look. Also ich wollte ursprünglich einen Sommertop damit stricken und wahrscheinlich wird es auch etwas für den Sommer. Aber ich glaube, ich muss komplett umdenken, was ich damit stricken werde, weil das eben dieses Garn mehr Lebensraum braucht, also mehr Platz, um sich zu entfalten. Und da kann kein enges, fein gestricktes Muster rein, sondern es muss ein bisschen lockerer sein, damit es schön fallen kann. Genau, also darüber freue ich mich sehr. Ich weiß nicht genau, wann ich dazu kommen werde, etwas damit zu stricken, aber es ist okay, denn es sitzt da, ich kann mir das angucken und meine Fantasie einfach freien Lauf lassen und irgendwann macht es dann Klick und dann weiß ich, was ich damit stricken möchte. Oder ich sehe etwas und lasse mich irgendwo inspirieren und stricke dann etwas daraus. Genau. Ich habe zum Geburtstag noch ein anderes Garn geschenkt bekommen. Das habe ich euch hier auf YouTube nicht gezeigt. Aber das Video wird jetzt sonst zu lang. Und ich habe ein kleines Video gemacht auf meinem Instagram über dieses Garn. Also könnt ihr da gerne vorbeischauen und ja, mir auf Instagram Hallo sagen. Da poste ich auch immer Fotos von meinen fertigen Objekten, von meinen fertigen Strickteilen. Also geht da gerne vorbeischauen. Lasst mir ein Hallochen da. Ich freue mich immer sehr über eure Kommentare hier und auf Instagram und überhaupt. Genau, und danke an die sich gemeldet haben zum Teststricken. Wenn ihr noch nicht gehört habt von dem Teststricken, von dem Cardigan Mariposa, dann schaut gerne die vorherige Folge. Und ja, ansonsten werde ich in Barcelona sicher ein paar Videos machen und euch davon dann berichten, wie es war. Was es da alles so gibt. Und genau, ich muss mir langsam ein kleines Budget ausrechnen, was ich denn da alles ausgeben kann oder will. Außerdem habe ich eben nur einen Rucksack dabei. Also ja, muss ich sehr smart meine Tasche packen und mein Garn einkaufen. Es kommt auf jeden Fall noch einiges hier auf euch zu, auf dem Kanal. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf die kommenden Videos und die kommende Zeit mit euch. Also bleibt dran und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!